Hallo, es ist Tag 4, wir sind in Tschechien. Es war ziemlich kalt in der Nacht, aber wir haben ja 4 Schlafsäcke insgesamt mit, weil wir sozusagen dünne und dicke haben. Und jetzt haben wir die dünnen und die dicken herum und haben sozusagen in 2 Schlafsäcken geschlafen und es war super warm. Also das war echt eine gute Idee. Und jetzt wissen wir, so kälter als jetzt wird es glaube ich nicht. Das ist heute in der Nacht, weiß nicht, 2,5 Grad. Es könnte schon noch ein bisschen kälter werden, aber nicht arg. Und uns war wirklich die ganze Zeit warm. Das war echt kein Problem. Hallo. Also wir können duschen. Und das Pärchen, das den Campingplatz hier betreibt, ist aus Holland. Deswegen die Fahne. Ja. Wir sind gerade aus dem Campingplatz rausgekommen und haben gleich eine schöne Waldstraße gesehen. Wir sind jetzt raufgefahren, die war teilweise ziemlich steil, aber es ist alles gegangen. Und der Wald ist ziemlich schön. Wir sind jetzt in Brünn. Wir fahren einmal kurz rein, dann den Ring entlang und dann wieder geradeaus raus. Und wenn wir über Regen fahren, bildet sich immer da vorne eine kleine Lacke, die gegen Wind und Schwerkraft ankämpft. Die Straße war wieder gesperrt. Wir haben uns gedacht, ja gut, ist wahrscheinlich ausgenommen Zufahrt oder sowas. Und jetzt sind wir da gefahren. Jetzt schauen wir mal, wo wir hinkommen. Aber es schaut nicht so aus, als könnten wir da fahren, oder? Schauen wir mal. Aber es sind schon Spuren da, also ist schon mal jemand gefahren. Wir haben jetzt einen relativ hübschen Platz gefunden. In der Nähe ist aber ein Bienenvolk und auch ein kleines Häuschen. Und der Dani schaut gerade und spricht mit der Person, die da wohnt, ob wir da vielleicht stehen dürfen. Sie haben sich gerade die Hand geschüttelt. Ich glaube nicht, dass er versteht, wieso wir das machen wollen, aber es ist okay. Ist also gut gelaufen. Gut, wir können hier stehen, das ist toll. Als ich ihn gefragt habe, ob das Bienen sind, hat er mir geantwortet: Bees, bees, very bees. Dani macht schon Abendessen. Es gibt wieder mal Spaghetti mit Pesto. Das ist der Inhalt unseres Zeltes. Es singt sehr viel, aber es ist auch gut, weil dann wird es nicht kalt. Das ist zum Beispiel so eine Decke, die legen wir auf die Isomatten drauf, damit die Feuchtigkeit nicht durchkommt, weil das ist super. Und dann ist es wie ein Teppich. Und dann haben wir noch 4 Schlafsäcke und ja, 2 Pölster, die bräuchten wir nicht, aber die sind super angenehm. Und so wird das dann ein ganz schöner Haufen. Es hatte heute 12 Grad in der Nacht und es war wirklich angenehm. Es hat so viele Tiere. Wir haben einen Specht, hinten haben wir schon einen Hasen gesehen. Hinter uns schläft ein Igel im Baum. Ich schneide gerade ein bisschen ein Video, habe dabei mein Müsli, mein Frühstück. Und ja, die Karin schläft noch ein bisschen. Wir haben gerade einen Anruf vom Dachzelt bekommen, also von der Spedition. Das heißt, dass das Dachzelt in Wien ist. Slowenien. Slowakei. Passt, ja. Oh,
Hoch die Hände, Wochenende! We had a deal. You took my hand to a broken promised land, and I can feel the truth seems unreal. Fear is crawling out of me. I'm sorry to what I said to you. I didn't mean to hurt you. I'm sorry to all these childish things I do. Das ist unser heutiger Ausblick aus dem Zelt. Das schaut für mich recht nach einer Bärenspur aus. Ein Ballen und eine kleine Zehe und 1, 2, 3, 4 große. Wir machen da gerade den Abwasch beim Sonnenuntergang. Der Sonnenuntergang ist der Wahnsinn. Sometimes I don't know how to. Das ist der Ausblick aus dem Zelt. Tag 4 ist vorüber. Es wird eine klare Nacht werden. Und wir haben uns jetzt wieder schon in beide Schlafsäcke eingehüllt, also jeder beide. Und wir haben vorhin Abdrücke, also Pfotenabdrücke von einem Bär gesehen. Das ist ganz aufregend. Und es gibt ja auch Bären in der Slowakei, die da durch die Hügel spazieren. Und ja, also wir hoffen das Beste. Aber Google sagt, es ist nicht gefährlich. Ja, also es gab irgendwie in den letzten 100 Jahren keinen tödlichen Fall oder so. Und es ist nur ganz selten, dass jemand verletzt wird. Nur wenn man sich halt schlecht verhält, wenn man ihnen Essen geben möchte oder so. Und ja, es ist die letzte Nacht im Zelt. Das Dachzelt ist in Wien und morgen holen wir es dann. Gute Nacht. Gute Nacht. Morgen, es ist 7 Uhr und im Hintergrund arbeitet jemand mit einer Kettensäge und einem Traktor im Wald. Und wir werden uns jetzt nicht hektisch, aber so schnell auf den Weg machen. Da hinten steht ein Traktor und 3 Männer, die Holz fällen. Schauen wir mal. Sie sind noch nicht zu uns gekommen, sie müssten auf jeden Fall unser Auto gesehen haben. Weite Hügellandschaft vor uns. Links von uns arbeiten sie immer noch unbehelligt weiter. Wird schon passen. Dani Ich habe bereitet schon- gerade Frühstück vor. Ich habe schon 3 solche Packer geöffnet und jedes Mal habe ich mir gedacht, ich werde mich so anpatzen. Das ist immer gut gegangen und jetzt habe ich es mir einmal nicht gedacht. In einem Moment noch mit 5 km/h durch den Fluss, ein paar Minuten später schon wieder mit 100 km/h auf der Schnellstraße Richtung Wien. Let you in deep beneath my skin now. You looked at my soul, you said it's fine. You looked at my soul, you said it's time. You looked at my soul, you said it's fine. You looked at my soul, you said it's time to go. Bei meiner Oma gab es einen Parkplatz, den ich schon immer mal beparken wollte. Und das geht nur so. Wir werden jetzt das Dachzelt montieren, das gestern gekommen ist. Wir warten noch auf meinen Bruder. Da hinauf kommt es, das Leihdachzelt. Und ja, circa am 25. kommt dann das echte. Die Stimmung ist gerade ein bisschen gedrückt, weil das Dachzelt ist zwar angekommen, aber es ist kein Montagematerial dabei. Das ist halt ja ein bisschen enttäuschend, weil wir jetzt dachten, es passt alles und jetzt ist es endlich da. Jetzt können wir es einfach nicht montieren. Die Buben überlegen sich gerade eine Art, wie man das Dachzelt für heute montieren kann, ohne Montagesachen. Jetzt mit Spanngurten und morgen können wir dann zum Bauhaus fahren und uns selber Sachen kaufen. Das Dachzelt insgesamt ist super, aber es ist halt wirklich mühsam, dass es jetzt wieder nicht so geklappt hat, wie wir dachten. Aber der Dani hat super gelöst mit 2 Spanngurten und das hält jetzt auch. Ja, meine 2 Cousinen können
heute Probe schlafen. Ich werde, glaube ich, auch oben übernachten mit Annika im Haus. Und ja, es ist jetzt mal für heute Nacht gelöst und morgen schauen wir weiter.